Im Banff-Reservat in Alberta, Kanada, beginnt der Frühling, der Wald erwacht nach den strengen, kalten Monaten zu neuem Leben. Grün breitet sich über das Tal aus, Wildblumen blühen und Vögel zwitschern in diesem friedlichen Morgen. Dieser Ort war einst die Heimat von Dutzenden Grizzlybären, doch ihre Zahl ist im Laufe der Jahre stark zurückgegangen. Jetzt ist nur noch eine junge Bärin namens Aurora übrig, die die Hoffnung auf die Wiederherstellung der Art in sich trägt. Aurora wurde mit einem Ortungshalsband ausgestattet und Rangerstationen im ganzen Land verfolgten täglich ihre Bewegungen. An der Spitze des Naturschutzteams steht der erfahrene Ranger Ethan Bleek, der seit 30 Jahren im Banff-Wald lebt. Eines Morgens filmte die Kamera Aurora bei der Paarung mit einem männlichen Bären aus den nördlichen Wäldern. Gute Nachrichten verbreiten sich auf der Station, Aurora ist zum ersten Mal schwanger, eine neue Hoffnung für das gesamte Ökosystem. Dennoch bestand die Sorge, sie hatte absolut kein Rudel, das sie unterstützen konnte. Ethan und das Naturschutzteam planen, Aurora während ihrer gesamten Schwangerschaft genau zu beobachten. Schon nach wenigen Monaten war Auroras Bauch ungewöhnlich groß geworden, was die Befürchtung aufkommen ließ, dass es sich um eine Mehrlingsschwangerschaft handelte. Sie bewegte sich weniger und suchte sich oft dichtes Gras und kühle Felsspalten, um sich stundenlang auszuruhen. Wärmebildkameras zeigten, wie Aurora kleine Löcher grub und Blätter und Heu aufhäufte, ein klares Verhalten vor den Leichen. Das GPS-Gerät an ihrem Hals zeigte, dass sie zu lange in einer kleinen, von Ahornbäumen umgebenen Schlucht verweilte. An einem Aprilnachmittag lag Aurora mehr als 20 Stunden lang regungslos da, atmete leicht und scharrte gelegentlich am Boden. Ethan alarmiert die Tierärztin Clara Morgan und die beiden machen sich auf den Weg, um nach dem Notfall zu sehen. Der Nachmittag war ruhig, der Wald war nach dem Regen der letzten Nacht nass, der Waldweg war mit wilden gelben Blumen und jungen Blättern bedeckt. Als sie dort ankamen, schien das Licht durch die Büsche und enthüllte Aurora, die auf der Seite lag, ihr Körper war blutüberströmt. Clara erkundigte sich aus der Ferne dringend und flüsterte, sie bringt ihr Kind zur Welt, aber irgendetwas stimmt ganz und gar nicht. Die beiden Jungen waren geboren, doch Aurora hechelte und zuckte und zeigte keine Anzeichen, damit aufzuhören. Ethan und Clara beschließen, mitten in den Wald einzugreifen, der langsam in Dunkelheit versinkt. Das gesamte Reservat hielt den Atem an, als es die gefährliche Geburt in dieser friedlichen Frühlingsszene beobachtete. Clara injizierte ein Medikament, um die Kontraktion der Gebärmutter zu fördern, und maß Auroras Blutdruck mit einem Handgerät. Die Bärenmutter knurrte leise, wehrte sich jedoch nicht, ihre schwachen Augen schienen die Menschen um Hilfe anzuflehen. Etwa eine halbe Stunde später wurde das dritte Junge geboren, schwach, mit Flüssigkeit bedeckt und ohne Laut. Als nächstes kam der vierte, dessen Beine noch immer zuckten, und der durch das dünne Unkraut auf eine Seite rollte. Clara runzelte die Stirn, nicht gut. Es scheint, als wäre noch mehr in ihrem Magen. Ethan leuchtete mit weit aufgerissenen Augen auf seinen Bauch, da war eine Bewegung, das fünfte Kind kam heraus. Die Gruppe war fassungslos, als das sechste Junge mit seiner runzeligen, violetten Haut zur Welt kam. Auroras Atmung wurde allmählich schwächer, unter dem dichten, nassen Gras des Frühlingswaldes sickerte ständig Blut heraus. 2 der 6 waren völlig bewegungslos und gaben keine Laute von sich oder reagierten auf Massagen. Ethan hielt eines und rieb sanft seine Brust mit einem warmen Handtuch, um sein Herz und seine Lunge zu stimulieren. Clara reanimierte Aurora und signalisierte gleichzeitig, dass ein Notfallbeatmungsgerät benötigt wird. Das Zirpen der Zikaden hallt in den Baumkronen wieder, unten tobt ein unerbittlicher Kampf ums Überleben. Inmitten des Frühlingsgrüns kämpfen Leben und Tod jede Sekunde. Clara verwendete Brustmassagetechniken, während Ethan versuchte, das Baby mit seinen Händen zu wärmen. Ein schwacher Schrei ertönte, das erste der beiden schwachen Jungen atmete wieder. Das andere blieb regungslos, bis Clara ihm durch einen kleinen Schlauch sanft Luft in die Nase blies. Nach 20 angespannten Sekunden regte es sich und öffnete schwach die Augen, die ganze Gruppe brach in Tränen der Erleichterung aus. Aurora ist noch immer bewusstlos, aber ihre Lebenszeichen stabilisieren sich dank Medikamenten und Infusionen allmählich.
Die beiden schwächsten Jungen, vorläufig Leaf und Clover genannt, werden zur Rettung gebracht. Die übrigen 4 wurden in die Nähe ihrer Mutter gelegt und leicht mit Heu bedeckt, damit es ihnen warm blieb. Clara überprüfte es noch einmal und stellte fest, dass sich in Auroras Bauch kein Fötus mehr befand. Der Himmel hellte sich allmählich auf, die ersten Sonnenstrahlen drangen durch das üppige Blätterdach. Aurora öffnete verschlafen die Augen und berührte mit ihrem Kopf leicht eines der Tiere, das sich an ihren Bauch schmiegte. Die Ranger zogen sich leise zurück und gaben der Mutter und dem Jungen Zeit, in Frieden zu ruhen. Ein Hubschrauber brachte Leaf und Clover zu einem Rettungszentrum im Dschungel südlich des Reservats. Die Ärzte überwachten das fragile Leben dieser beiden Jungen sofort genau. In dieser Nacht schlief Ethan nicht und beobachtete weiterhin die Kamera, die Aurora und die anderen 4 aufzeichnete. Wissen Sie, die Geburt von 6 Jungen ist bei wilden Bären in Nordamerika nahezu unbekannt. Aurora erholte sich schneller als erwartet. Bereits nach 3 Tagen konnte sie wieder laufen und in der Nähe der Höhle nach jungen Bambussprossen suchen. Sie stieß tiefe Schreie aus, als suchte sie nach ihren beiden vermissten Kindern. Ethan wusste, dass sie ihr Baby vermisste. Der Geruch und das Geräusch waren Dinge, die keine Bärenmutter vergessen konnte. In der Auffangstation werden Leaf und Clover ständig mit warmem, proteinreichem Milchaustauscher versorgt. Eine Woche verging und beide begannen zu krabbeln, zu miauen und gut auf Licht zu reagieren. Clara nickte bestätigend, sie können zu Mama zurückkommen. Ethan beschloss, sie persönlich zurück zu dem Höhlenbereich zu bringen, in dem Aurora sich aufhielt. Unterwegs streuten sie Aurora-Federn um Leaf und Clover, damit ihre Mutter ihren Geruch leicht erkennen konnte. Als das Auto anhielt, trat Aurora mit konzentriertem Blick aus den Büschen hervor. Sie näherte sich langsam und beschnupperte vorsichtig jedes Baby, das ins grüne Gras gelegt wurde. Es gab kein Brüllen, keine Spannung, nur ein leichtes Lecken an Leafs Kopf und dann an Clovers. Sie drehte sich um und brüllte leise und rief die übrigen 4 aus der Höhle. Alle 6 umringten Aurora, als wären sie nie getrennt gewesen. Die Geschichte von Aurora, die 6 Junge zur Welt brachte und sie alle wieder bekam, verbreitete sich in der Naturschutzgemeinschaft auf der ganzen Welt. Viele internationale Organisationen haben finanzielle und professionelle Unterstützung zum Schutz dieser Gruppe junger Bären angeboten. Experten bestätigen, dass es sich hierbei um die seltenste Sechslingspopulation bei kanadischen Grizzlybären handelt, die jemals beobachtet wurde. Das Banff Conservation Area Management erweitert den Überwachungsbereich und fügt automatisierte Biokameras hinzu. Aurora gilt als Symbol der Wiederbelebung des durch den Klimawandel bedrohten Urwalds. Leaf und Clover, einst die schwächsten, sind heute die beiden am schnellsten wachsenden Individuen der 6 Geschwister. Ethan und Clara wurden auf der Nationalen Konferenz zum Schutz der Tierwelt geehrt. Ein Filmteam aus Europa kam, um die außergewöhnliche Reise von Aurora und ihren Jungen zu filmen. Freiwillige und junge Forscher aus aller Welt strömen nach Banff, um an diesem Langzeitprojekt teilzunehmen. Der Glaube an die Erholung der Grizzlybären wurde durch den schneelosen Frühling neu entfacht. An einem Nachmittag im Spätfrühling stand Ethan auf einem grünen, grasbewachsenen Hügel und beobachtete Aurora, wie sie mit ihren 6 Kindern im Wald spielte. Das Sonnenlicht des späten Nachmittags fiel durch die Bäume und warf Schatten der kleinen Bären auf den feuchten Boden. Clara trat vor und flüsterte, wir haben der Natur geholfen, ein neues Kapitel zu schreiben. Ethan lächelte, alles begann mit dem Mut einer alleinerziehenden Mutter. Und dann verstummten sie und lauschten dem Rascheln der Blätter, dem Klang des wiederauflebenden Lebens. Was denkst du über diese Geschichte? Bitte hinterlassen Sie Ihre Kommentare im Kommentarbereich.